Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich roten Johannisbeergelee koche. Hier habe ich eine Schale rote Johannisbeeren, die ich in eine Schüssel gebe und in kaltem Wasser abwasche. Sie werden in einen Topf gegeben, man braucht sie nicht von den Rispen abzureißen. Dazu gebe ich etwas Wasser, vielleicht 3 Esslöffel. Man sollte nur so viel Wasser nehmen, um sicherzustellen, dass die Früchte unten im Topf beim Erhitzen nicht anbrennen werden. Nun wird alles langsam zum Kochen gebracht und einige Minuten simmern gelassen, damit die Früchte schön weich werden. Mit Deckel geht es wie immer schneller. Wenn es soweit ist, zerdrücke ich sie mit einem Kartoffelstampfer, damit alle Früchte aufplatzen und ihren Saft abgeben können. Ins Waschbecken habe ich eine Schüssel gestellt und darauf ein Sieb gegeben, in welches ich nun die gekochten Johannisbeeren gieße. Bei dieser kleinen Menge spritzt es nicht sehr, aber wenn man eine größere Menge verarbeitet, kann man Spritzer am Waschbecken besser reinigen als auf der Arbeitsfläche, aber vor allem hinterlassen sie auf dem Edelstahl keine dauerhaften Flecken. Man kann die Masse nun über Nacht stehen lassen oder aber mit einem Löffel oder einer Soßenkelle durchrühren, damit der Saft ablaufen kann. Das Fruchtmark kann man unten am Sieb abstreifen. Der Saft wird nun zurück in den Kochtopf gegeben, welcher bereits auf einer Waage steht. Ich habe hier gute 300 Gramm Frucht. Da Johannisbeeren sehr sauer sind, mache ich ein Gelee im Verhältnis 1:1, gebe also auf einen Teil Saft einen Teil Zucker, so mehr oder weniger. Ich messe also die entsprechende Menge Zucker in eine Schüssel ab und gebe den Großteil davon in den Saft. Einen kleinen Teil behalte ich allerdings zurück, da ich ein Geliermittel verwende, welches ich entsprechend abwiege. Gebe das Geliermittel in den Zucker und stelle die Schüssel zunächst zur Seite. Meine Gläser und Deckel habe ich hier im Wasserbad stehen, damit sie heiß und am besten steril werden. Der Saft wird mit dem Zucker zum Kochen gebracht, wobei ich den Zucker durchrühre, damit er sich auflösen kann. Die Flüssigkeit wird gekocht, bis sie 103 Grad Celsius erreicht. Dann gebe ich das Geliermittel dazu und lasse alles noch weitere 3 Minuten auf kleiner Flamme kochen. In dieser Zeit stelle ich meine Gläser zurecht, wobei ich darauf achte, die Deckel nicht auf der Unterseite abzulegen, damit sie relativ steril bleiben. Die Deckel dürfen nicht rostig oder verbogen sein, auch dürfen sie keine Löcher haben und können auch nicht endlos benutzt werden, da sie dann nicht mehr dicht schließen. Wenn ihr kein Thermometer benutzen solltet, hier noch eine Methode festzustellen, ob die Flüssigkeit genug einreduziert ist. Man gibt etwas Gelee auf einen Löffel und lässt ihn abkühlen und dann ablaufen. Es sollte sich unten am Löffel ein Tropfen bilden, der geliert. Der Gelee ist fertig gekocht und da ich hier diesen Milchtopf benutzt habe, kann ich die Flüssigkeit ganz bequem in die Gläser gießen. Letztere werden sofort mit dem Deckel verschlossen, welchen ich anschließend noch einmal richtig fest zudrehe. Hier habe ich noch einen kleinen Rest Gelee, der kein Glas mehr füllen würde, und ich gebe ihn in eine kleine Schüssel für das nächste Frühstück. Und so sieht das Gelee am Morgen aus. Es ist schön fest geworden, hat eine wunderbare Farbe und einen tollen Geschmack. Im Herbst werde ich es dazu verwenden, Husarenknöpfe zu backen. Bis dahin wird es gut beschriftet im Keller aufbewahrt. Ich hoffe, ihr probiert dieses Gelee einmal aus. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!